Freunde. Wie viele haben wir wirklich? Einen? 5? 5000? Was macht überhaupt einen echten Freund aus? Ruf ihn an, mitten in der Nacht um 3:30. Wird er dich fragen, ob du zufällig weißt, wie spät es eigentlich ist? Oder wird er wissen wollen, ob alles in Ordnung ist, ob es dir gut geht? Wie findest du raus, mit wem du es wirklich zu tun hast? Wenn du sein neues Auto zu Schrott gefahren hast, wie wird er reagieren? Wird er dich zuerst fragen, ob du verletzt bist? Oder wie hoch der Schaden ist? Hört bei Geld wirklich die Freundschaft auf? Ein bisschen komplizierter wird es, wenn Liebe ins Spiel kommt. Echte Freunde spannen dir nicht deine Frau aus, nur um sie einmal nackt sehen zu können oder dir damit unterschwellig ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Doch was, wenn echte Liebe im Spiel ist? Was muss eine Freundschaft aushalten können? Kritisiert dich dein Freund, wenn du dich mal für eine Weile nicht mehr meldest? Wenn wir älter werden, spielen Freunde manchmal nur noch eine untergeordnete Rolle. Arbeit und Familie nehmen die Position ein, die dein bester Freund mal hatte. Man meldet sich nicht mehr so häufig wie früher und die Zeit, wo ihr noch betrunken um die Häuser gezogen seid, ist vorbei. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn das sehr frustrierend sein kann. Aber ein echter Freund ist immer bei dir, auch wenn er nicht in der Nähe ist. Fast genauso wie unser Lieblingsstar auf der Bühne. So weit weg. Und doch immer irgendwie da. Macht uns das auch zu Freunden? Ein Star hat meistens sehr wenig wahre Freunde. Und doch gibt es eine Menge Menschen, die gerne mit ihm befreundet wären, obwohl sie ihn kaum kennen. Und ich rede nicht von Groupies. Jedenfalls nicht heute. Bist du erfolgreich und hast einen gewissen Status in der Gesellschaft, wird es immer schwieriger zu unterscheiden, wer es ehrlich mit dir meint und wer nicht. Menschen, die jahrelang im Rampenlicht stehen, werden irgendwann misstrauisch, wenn es um neue Freunde geht. Das geht nicht nur Stars so. Auch bei mir kann es sehr lange dauern, bevor ich überhaupt das F-Wort in den Mund nehme. Das kann Jahre dauern, denn Freundschaft bedeutet Verantwortung. Wir tun eine ganze Menge für unseren Freund. Wir machen Falschaussagen vor Gericht, bürgen für seinen Kredit und schlagen uns auf seine Seite, wenn es in seiner Ehe mal kracht. Aber was sind wir wirklich bereit für einen Freund zu tun? Wenn es hart auf hart kommt? Würdest du dich schützend vor ihn werfen, wenn jemand auf ihn schießt? Oder dein Hab und Gut opfern, um seine Existenz zu sichern? Keine leichte Frage, oder? Würde ein Star dir dein Leben retten, wenn sein eigenes auf dem Spiel stünde? Ihr kennt euch ja kaum. Und doch verbindet euch so etwas wie Freundschaft, und zwar auf eine ganz ungewöhnliche Art. Das spüren wir besonders intensiv, wenn eines unserer Idole diesen Planeten für immer verlassen muss und damit eine Lücke in unser Herz reißt.
als hätte man gerade einen seiner besten Freunde verloren. Sein Leben konnten wir nicht retten. Aber da draußen sind noch so viele Leben, die gerettet werden wollen. Ein Musiker bekommt manchmal Nachrichten von Fans, deren Leben er allein mit seiner geschriebenen Musik gerettet haben soll. Lebenskrisen konnten besser bewältigt werden, weil der Hörer mit der Musik aus seiner Feder neue Kraft schöpfen konnte. Ein glückliches Paar lernte sich vielleicht auf seinem Konzert kennen und spielte sein Lied auf ihrer Hochzeit. Trennung oder der Verlust eines geliebten Menschen werden manchmal mit bestimmten Songs verbunden. Du hörst nur den Anfang irgendeines alten Liedes und dir schießt ein bestimmter Moment in den Kopf, der sich wie ein Foto tief in dein Wesen eingebrannt hat. Erinnerst du dich? So ein Song ist für immer und ewig mit genau dieser Erinnerung verbunden und macht diesen Künstler unweigerlich zu einem emotionalen Teil unseres Lebens, obwohl er uns auf der Straße höchstwahrscheinlich nicht mal erkennen würde. Eine seltsame Freundschaft. Wie ist das eigentlich umgekehrt? Wenn ein Sänger auf der Bühne steht und „Ich liebe euch alle" in sein Mikrofon brüllt, löst das nicht irgendwie gemischte Gefühle aus? Das kann ein bisschen unpersönlich wirken, oder? Wie viel Wahrheit steckt in diesem Moment? Er ruft es unbeschwert in die Menge, die er nicht einmal richtig sehen kann, weil die Scheinwerfer seine Augen und manchmal auch sein Ego blenden können. Aber eines ist gewiss: Er empfindet in diesem Augenblick tatsächlich so etwas wie Liebe und Geborgenheit. Sein Publikum sendet ihm ja auch diese Signale. Das alles macht ihn also nicht unweigerlich zu einem Lügner. Er wird geliebt und schreit es einfach ins Universum hinaus. Und später, wenn er am Backstage-Fenster steht und sieht, wie die Fans in ihren Autos den Parkplatz verlassen, dann schließt sich auch bei ihm so langsam der Vorhang wieder. Denn auch Freunde gehen irgendwann wieder nach Hause. Aber wie sieht es eigentlich mit uns aus? Könnten wir so etwas wie ein Freund für unseren Star sein? Freundschaft definiert sich nämlich auch durch Vertrauen, Respekt und Treue. Durch Vertrauen in seine Leistung geben wir dem Künstler ein gutes Gefühl, obwohl genau das zu einem Problem für ihn werden kann. Besonders dann, wenn er wieder einmal an sich selbst zweifelt. Denn niemand empfindet Spaß dabei, andere zu enttäuschen. Treue und Loyalität sind also auch in schwierigen Zeiten der Goldstandard für eine Freundschaft, die vor allem eins verdient: Respekt. Dieser ist für einen Künstler nämlich besonders dann spürbar, wenn wir konstruktive Kritik mit Bedacht verpacken, ohne ihn verletzen zu wollen. Vielleicht gibt es einen Grund, warum das Wort Freundlichkeit mit Freund beginnt. Und ich kenne kaum einen erfolgreichen Selbstdarsteller, dessen Kindheit nicht irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Die Knöpfchen, mit denen wir seine angelernten Denkmuster auslösen könnten, sind nicht beschriftet. Da drückt man nicht wahllos drauf rum, einfach nur um zu sehen, was passiert. Wie wollen wir denn selbst behandelt werden? Am besten wie Freunde, oder?
Können Stars also unsere Freunde sein? Als Fan sage ich ja. Wie ein Star das sieht, weiß ich nicht. Ich war noch nie einer. Und ich werde auch nie einer sein. Ich bin Steve. Willkommen in meinem Leben.